Hi, meine Liebe. Hi, Luisa. Hallo. Schön, dass du da bist heute. Ich freue mich Mhm. sehr. Ich werde eine kurze Einführung machen, worum es geht, bevor du dich vorstellen kannst. Luisa und ich sind heute hier zusammen, weil wir über ihren Weg sprechen möchten mit Kundalini Energie und wie sie dahin gekommen ist zu dieser Arbeit, wie wir uns auch kennengelernt haben und dann auch ihr Weg, als sie mein Training von mir und Christina das Training mitgemacht hat, das Kundalini Activation Facilitator Training und die Reise davor, währenddessen und danach. Und auch, wie wir zusammengefunden haben und wie wir dann auch angefangen haben, anzubieten, gemeinsam zu kreieren. Und vor allem eine Freundschaft entwickelt haben, schon vor einigen Jahren. Aber erstmal gebe ich das Wort an dich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich voll jetzt auf das Gespräch mit dir und ein bisschen reflektieren über die letzten Jahre und die neuesten Erfahrungen. Ja, mein Name ist Luisa. Ich bin Yogalehrerin, arbeite mit Sound, Musik und jetzt auch mit Kundalini Activation. Ich bin gerade noch in so einer Art Übergangsphase. Ich habe im Mai meinen Job gekündigt und bin seitdem so ein bisschen auf ja, Exploration, wo mein Weg hingehen soll. Und auf jeden Fall soll das, ja, möchte ich gern arbeiten im Heilungsbereich, Healing-Bereich, holistisch mit Energien, mit Frequenzen, mit Yoga und ja, bin ganz im Vertrauen, dass sich genau das entfalten wird, was kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Kundalini Activation auch ein Teil davon ist, beziehungsweise sein wird. Ja, das kurz zu Mhm. mir. Ja, vielen, vielen Dank. Hast du Lust, noch einmal ein bisschen zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Mhm. Wie lange ist das her? 3, 4 Jahre? Ich glaube, ungefähr 4 Jahre. Ja. Ja, genau, das war eine Zeit, da ging es mir auch gar nicht so gut und ich war relativ spontan auf der Suche nach irgendeinem Wochenend-Retreat oder Workshop irgendwie raus aus Berlin. Ich wohne in Berlin und war damals schon sehr interessiert auch an Yoga und auch Tantra hat mich sehr interessiert, hat aber noch wenig Bezugspunkte dazu. Genau, und da habe ich online das Tagesretreat von Andrea und dir gesehen, mich angemeldet und dann war ich bei eurem Retreat auf dem Hof Jakob. Und es war ein richtig schöner Sommertag und es hat mir so gut getan und es war so, ja, facettenreich und dann sind wir weiter im Kontakt geblieben. Mhm. Frauenkreise und Mandala-Circle und ja, das hat sich dann immer weiter gesponnen. Genau, bis wir Voll. dann auch ja, eine richtig schöne Freundschaft entwickelt haben und letztes Jahr Mhm. auch zusammen in die Co-Creation gegangen sind und Kundalini Activation mit Sound angeboten haben. Und dann war ich beim Training bei dir und Mhm. für Kundalini Activation. Mhm. Ja, richtig schöner Weg zusammen schon. Ja, voll schön Ja. zusammengefasst. Ja, und vor allem, da sehe ich jetzt auch so die Sisterhood, ne? Wir haben uns auch voll viel supported, nachdem wir uns kennengelernt haben, dann haben wir angefangen, diese Frauenkreise immer wieder zu machen, einfach zwischen Freundinnen und es ist immer mehr gewachsen in Berlin und dadurch haben wir uns einfach regelmäßig gesehen und hat sich jetzt alles vertieft und wir haben so viele tolle neue Frauen da noch mit reingeholt in Berlin und überall auf Ja, der Welt eigentlich mittlerweile, ne? Ja. genau. Und das Schöne ist, dass es so ganz organisch einfach auch gewachsen ist. So, Mm, ja, richtig, ja. richtig schön, natürlich und ja, total Voll. wertvoll auch, so zusammenzukommen. Ja. Ja, und wie bist du dann zur Kundalini Activation gekommen? Was hat dein Herz dir damals gesagt, in die Richtung zu gehen? Also von Kundalini-Energie habe ich auch über meine Yoga-Ausbildung viel gehört und fand das total spannend. Irgendwie ist es so dieses Wort und das, was dahinter steckt, alleine schon ganz anziehend für mich. Und irgendwie ist es ja, wo es im Yoga vielleicht nicht so wirklich Ziele gibt, aber ja schon irgendwie so ein Ziel, dass die Kundalini aufsteigt. Und dann habe ich auch von Kundalini Activation im Konkreten, ich glaube zum ersten Mal bestimmt über Videos irgendwas im Social Media Bereich gesehen und das zieht natürlich erstmal so viel Aufmerksamkeit. Was ist das? Das ist natürlich sehr polarisierend. Und dann, ich glaube, das
Eindrücklichste war dann, als du erzählt hast, von deiner Reise mit Kundalini Activation, wie das zu dir gekommen ist und was es für dich für neue Welten eröffnet hat und wie das auf dich gewirkt hat. Und es hat total viel Interesse bei mir geweckt, das auch mal auszuprobieren, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht ganz so empfänglich für Energien, beziehungsweise diese Videos sehen so crazy aus und ich denke, hey, wie soll das passieren? Und ich bin dann immer, wenn ich was rausfinde, muss ich es halt ausprobieren und dann probiere ich so Mhm. lange aus, bis ich es irgendwie vielleicht verstehe und selber erfahre oder halt für mich sage, nee, das ist Quatsch. Und deshalb wollte ich das einfach ausprobieren und dann hast du das ja auch angeboten und meine ersten Activations habe ich auch von dir bekommen in verschiedenen Settings. Genau, so kam das. Mhm. Was war denn letztlich für dich der Entschluss, das Training auch zu machen? Wie kam das? Hm, auch so ein bisschen aus dem Antrieb heraus, was ich gerade schon gesagt habe, um das wirklich zu erforschen und für mich selber zu Mhm. erfahren, was liegt darunter. Ich will, irgendwas hat mich angezogen, der Funke war entfacht. Mhm. Ich wollte mehr erfahren, mehr lernen, mehr darüber wissen, mehr fühlen, noch mehr in dieses Erleben kommen davon. Und einfach dieser Forschergeist war irgendwie da und ja, es hat auch viel öfter mal zu tun mit Erschöpfungsthemen oder das Gefühl, ja, mein Potenzial ist irgendwie so ein Blockaden. Da ist noch viel mehr, aber irgendwie ist es alles so ein bisschen limitiert. Und für mich ist es halt auch ein Weg, das freizusetzen und mehr in diese Mhm. Schöpferkraft auch zu kommen und ja, mehr Lebensfreude. So, das war so meine Motivation dabei. Und ja, natürlich, weil ich dich auch kenne und Christina auch vorher kurz kennengelernt hatte und mich so verbunden mit euch fühle und wusste, Mhm. okay, ich kann mich richtig fallen lassen und vertrauen in dem Space auch. Und da ist manchmal in Workshops und Retreats spielt es immer diese Ebene hat einen ganz starken Einfluss bei mir, wenn neue Leute da sind, dass ich mich ja auch connecten möchte mit den Menschen und erst mal schauen muss, wie fühlt man sich in diesen Beziehungen und dass das halt auch ganz viel Energie bei mir immer frisst oder Aufmerksamkeit. Mhm. Bei dem Training mit euch war das ja schon mal abgehakt. So, ich kannte euch, kenne euch, kannte auch einige der TeilnehmerInnen schon vorher. Und deshalb konnte ich mich irgendwie noch viel mehr auf den Prozess fokussieren. Ähm, genau. Voll Aber schön. irgendwie war das so ein ganz logischer Schluss. Es war so ein Bauchgefühl, ja, na klar mache ich das. So, das stand nicht wirklich zur Frage oder ich musste nicht wirklich lange überlegen. Ja. Hm. Ja, aus Intuition heraus. Und das ist Mhm. auch, was ich immer bei Kundalini immer wieder merke, dieses, wenn ich in dem Flow damit drin bin, dieser Energie verbunden bin, und dann Entscheidungen fälle, dann sind die aus einem inneren Wissen heraus, aus einer inneren Weisheit. Genauso wie ich damals entschieden habe, angefangen, Tantra zu lernen. Das war super intuitiv. Ich wusste gar nicht so viel über Mhm. Tantra damals. Das ist so zu mir gekommen. Und Kundalini auch. Ich habe das super spontan gebucht. Ich so, I wanna do that. I wanna learn that. Ich wusste es Ja. einfach. Aber hattest du irgendwelche Zweifel, noch irgendwas in dir, was so ein bisschen, du hast angedeutet, so mit den Videos und dass du nicht sicher warst? Ja, also bei mir kommen öfter mal so Zweifel und Skepsis durch für Dinge, die man halt nicht sehen kann und für Dinge, die einem von dem größten Teil der Bevölkerung halt auch wiedergespiegelt werden. Für alles, was nicht materialistisch ist, gibt es das überhaupt, existiert das überhaupt? Und Ja. ich habe einen starken Glauben daran, dass Energie da ist und wirkt und uns beeinflusst. Aber im Alltagsleben oder wenn man mit verschiedenen, ja, halt einfach draußen in der Welt ist, wird man natürlich immer wieder mit gegenteiligen Meinungen auch konfrontiert und das Ja. bringt mich auch immer wieder zum einem leichten Zweifeln. Also ich überdenke jetzt nicht Mhm. mein komplettes Weltbild, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe. Aber irgendwas ist immer da, dass ich so einen Beweis brauche. Und ich will es mir immer Mhm. wieder beweisen, ähm, dass es da diese feinstoffliche Welt gibt und dass es diese Energien gibt und dass man die Mhm. fühlen kann und spüren kann und dass die wirken. Und ja, das war so ein bisschen mein Zweifel. Ja, ist das jetzt vielleicht doch alles irgendwie Quatsch? Oder habe ich überhaupt die Fähigkeit dazu, mit dieser Energie Ja. zu arbeiten, die zu spüren? Weil bis dahin habe ich die noch nicht so stark gespürt, immer so ein bisschen
schwächer. Und ich dachte mir so, ja, bin ich überhaupt dazu befähigt, Mhm. das zu lernen? Oder muss man dafür besonderes Talent haben oder schon die krassesten Erfahrungen mit Kundalini Activation gehabt haben, um halt irgendwie berechtigt zu sein, Mhm. das durchzuführen? Genau, das waren so ein bisschen meine Zweifel, dass ich am Ende nichts spüre, enttäuscht bin und merke, hä, die anderen können das, aber ich kann das nicht. Mhm. Mhm. Ja, super spannender Punkt, ne? Dieses Zweifeln und vor allem durch die Gesellschaft beeinflusst. Dieses innere Wissen und es auch gefühlt zu haben, aber dann doch, ich brauche den richtigen Beweis. Und so war es bei mir auch. Ich musste es erstmal selber machen, natürlich. Als ich die Videos gesehen habe, war ich schon super angefixt und neugierig, aber ich musste es dann erleben. Und wie war es denn dann für dich, als du dann den Entschluss gefasst hast und das Training dann gemacht hast? Wie hat sich das für dich entwickelt oder was war für dich dann das Erlebnis mit dem, auch vor allem mit dem Glauben daran, deine Fähigkeiten? Mhm. Ja, ich glaube, ich hatte so eine minimale Erwartung, dass es dann so einen ganz klaren Shift gibt und so eine Technik, eine Initiation oder irgendwas, dass ich auf einmal so eine deutliche Veränderung spüre. Was aber eigentlich passiert ist, ist, dass es kontinuierlich, habe ich gemerkt, wie ich Stück für Stück in meinem ganz eigenen Tempo immer mehr Vertrauen fasse, immer mehr spüre, immer empfänglicher werde und es immer intensiver wird, aber halt nicht so von nichts auf 100, von 0 auf 100, sondern wirklich so, dass es nicht überfordernd für mein System ist, dass ich damit gut arbeiten kann, den Prozess sehen kann und ja, auch mich ein bisschen in Demut oder ja, sagt man das, Demut üben kann, dass halt alles seine Mhm. Zeit hat und dass ich aber trotzdem auch Arbeit reinstecken muss und kontinuierlich am Ball Mhm. bleibe und das ist nicht. Also es ist schon Zauberei und Magie, aber halt nicht das, was auf Knopfdruck funktioniert, sondern Mhm. halt, ja, wo man vielleicht doch ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt, beziehungsweise Arbeit im Sinne von Vertrauen haben und immer wieder in die Praxis gehen. Und ja, ich habe ge wirklich gemerkt, wie Vertrauen fassen konnte dann in den Prozess tatsächlich. Mhm. Ja, das war, glaube ich, so das größte Learning oder das größte Achievement, so das Mhm. tieferes Vertrauen zu fassen in den Kundalini Activation Prozess, aber auch ins Leben generell. Ja. Ja. Ja, und das ist halt so die Entwicklung, ne? Jeder in seinem eigenen Tempo. Und das ist dann so die Initiation, das Training zu machen. Und dann gibt's die Online-Nachbereitung, wo weiter geübt werden kann, ne? Wo du immer tiefer gehen kannst und auch wo ihr miteinander üben kann. Und dann sieht man die Entwicklung plötzlich, wie es leichter fällt und wie es dann einfach, wie plötzlich das System es versteht und es dann einfach plötzlich da ist, diese Fähigkeiten. Ne? Und jeder Mhm. Mensch hat diese Fähigkeiten. Jeder Mensch kann Mhm. das lernen oder üben. Und auch wenn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht mit Menschen, dass sie nicht dran geglaubt haben, dass sie es können, dass es nicht möglich ist für die und dass sie es dann nur Selbsterfahrung gemacht haben und dann plötzlich doch anbieten, ne? Weil es dann doch Mhm. im System schon ist. Und es ja, gab ja auch einen Grund, dass sie das Training gemacht haben. Mhm. Ja, was besonders wertvoll für mich war aber wirklich diese Zeit danach, dass der Mm, Container noch weiter offen war und wir ja diese Online-Sessions noch hatten und danach ja. auch noch andere Prozesse bei mir angestoßen wurden. Ähm, genau, weil sich erst in den Wochen danach das richtig gezeigt hat, was für Veränderungen stattfinden und Mm, nicht in 5 Tagen. Das ist so geballter Input und super wichtig ja. und so der Startschuss. Ähm, aber ohne die Zeit danach, weiß ich nicht, ob das so Mhm. nachhaltig auch Ja. weitergewirkt hätte. Ja, Ja, da das ist vielleicht auch voll nochmal als schön, Background. dass das noch so begleitet wurde quasi, weil Mhm. sonst muss man ja dann in Eigenmotivation weitergehen. Ja, voll. Ja, danke, dass du das auch sagst, weil das ist auch die Erfahrung, die Christina und ich gemacht haben, dass es super wichtig ist, dass ja, die 5 Tage ist die perfekte Basis. Es ist dieser Zeitraum, wo die Technik, oder ich will gar nicht von Technik sprechen, aber wo die Basis gesetzt wird. Was ist Kundalini, was ist Tantra und wie funktioniert Kundalini Activation, wie funktioniert Energiearbeit. Aber die Integration, wie kann jetzt das alles in den Alltag integriert werden, wenn
manche haben das Talent und können das dann einfach und bleiben drinne, aber eigentlich für die Mehrheit brauchen wir weiterhin noch den Support und das Drinbleiben. Und Mhm. deswegen ist diese Kundalini-Community, die wir haben, so wunderschön. Auch für mich ist es so bereichernd, zu sehen, dass wir uns gegenseitig immer noch alle supporten. Und immer wenn irgendwelche Fragen aufkommen, haben wir unseren WhatsApp-Chat und wir haben regelmäßige Community-Treffens, einmal im Monat, wo weiter received wird, wo weitergegeben wird. Also das Training ist so aufgebaut, nach den 5 Tagen in Person ist es noch über 3 Monate online begleitet und darüber hinaus sind wir weiter immer im Kontakt und können eigentlich einmal im Monat zusammenkommen, um zu receiven. Und das haben wir auch gemerkt, dass das einen riesen Unterschied macht bei unseren StudentInnen, dass wenn dieser Support halt da einfach da ist, ne, erinnert werden, in der Energie zu bleiben. Und vor allem, ich glaube, das hast du ja auch gemerkt, dass immer wieder receiven, das macht einen Mhm. Unterschied, dass der Cup immer wieder aufgeladen wird. Ja. Ja, nee, das ist wirklich total besonders mit der Community und was ihr da jetzt auch gerade aufbaut. Ich glaube, das ist so wichtig, die Leute da Mhm. zusammenzubringen und das weiter in die Welt zu tragen. Und Mhm. schön da jetzt so am Anfang noch dabei zu sein, weil ich glaube, wir sind alle noch irgendwie am Anfang und ich kann mir gar nicht vorstellen, was irgendwie in 10 Jahren oder so, wie das dann alles aussieht, wie die ganze Reise noch weitergeht, wenn es jetzt schon so, ja, viel Bedeutung hat und kraftvoll ist, was dann alles noch möglich ist, wenn man den Weg weitergeht und auch zusammen weitergeht und nicht alleine, sondern sich halt wirklich unterstützt und ja, wie du schon Ja. sagst, das Cup immer wieder auffüllen. Schon Yes. schön auch zu receiven zwischendrin, obwohl ich auch sagen muss, das Mhm. Geben auch mich total erfüllt. Yes. Das ist Yes. so krass. Ja. Mhm. Wie merkst du das, wenn du eine Session gibst? Ich habe das, ich glaube, beim Training noch nicht so stark gespürt, aber danach, ich glaube, so nach der ersten Online-Session, die wir selber gegeben haben, das war total krass. Ich war so verbunden. Mhm. Und war danach so total aufgeladen, so pure Lebensfreude und alles total leicht und Mhm. total energetisch, wo man dann auch wieder ein bisschen vielleicht mal gucken muss, dass man auch wieder die Erdung findet wieder und nicht so hochgeht. Mhm. Ganz wichtig. Absolut. Ähm, ja, und irgendwie ist es so, ja, sehr leicht und ich fühle mich auch so wohl in meinem Körper auch und irgendwie das Gefühl, so von innen Mhm. heraus dann auch zu strahlen und Mhm. wenn du dann siehst, dass die Person, die gerade empfangen hat, dass es der halt auch super gut getan hat, dann ist es halt noch umso schöner. Ja, Ja. weil Ja. irgendwie einen positiven Impact hatte. Ja. So schön zu hören. Ja, das ist so kraftvoll, was du gerade geteilt hast. So, du gibst eine Session und du fühlst danach dich noch besser oder du fühlst dich energetisiert und diese Dankbarkeit. Und das ist auch, was ich für mich gemerkt habe, dass wenn ich Energiearbeit teile, dass es auch sich positiv auf mich auswirkt. Vor allem Mhm. eben, wenn gelernt wird, wie das Energiefeld richtig geschützt wird und wie energetische Mhm. Reinigung ist, wie der Körper vorbereitet werden kann, was essentieller Teil des Trainings ist. Menschen können nämlich auch ziemlich schnell bleeden, wenn sie permanent Energie-Sessions geben, aber gar nicht wissen, wie sie geschützt sind in ihrem Feld und wie sie eine Session eröffnen und wieder schließen. Und da haben wir einen sehr großen Schwerpunkt drauf gesetzt. Und Mhm. eben, ob man es in Person anbietet oder online, ist das Gleiche. Da muss immer wieder die Erdung hinterher, ne? Immer wieder auch zum Boden, viel Wasser trinken, sich erden, nährendes Essen. Das ist auch super wichtig, nach jeder Session so den Space richtig zu schließen, ne? Ja. Mhm. Ja. Ja. Was ich noch total schön fände, noch ein bisschen zusammenzufassen, dieses Vorher-Nachher für dich. Ja, du hast ja auch angedeutet, dass du manchmal so ein bisschen mit Müdigkeit und auch mal mit Schwere oder so. Was war für dich so die größten Veränderungen im Laufe des Trainings, im Laufe der letzten Monate ja eigentlich? Das Training ist ja jetzt letztes Jahr, ist jetzt über ein halbes Jahr her. Mhm. Ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, so die Veränderung immer an einer Ursache festzumachen, weil das Leben Ja, hat ja so viele verschiedene yes. Faktoren. Aber ich glaube auch, dass sich die Faktoren gegenseitig ja auch beeinflussen. Und was spannend war, so direkt beim Training, ich bin zum Training so ziemlich gesundheitlich angeschlagen gekommen. Ich glaube, ich hatte so Mhm. eine leichte Erkältung. Und zum Ende des Trainings hin
ging es mir wieder gut und ich habe auf jeden Fall Energie getankt. Also das Training hat mir nicht Energie gezogen und mich die Krankheit weiter durchgeschleppt, Mhm. sondern mich eher gesundet. So dieser Short-Term-Effekt. Mhm. Und so langfristig, ähm, ja, ich bin halt gerade in einer Lebensphase, wo sich ganz viel verändert und wo ich jetzt auch zwischenzeitlich aus Berlin raus war und mehr Sonne getankt habe. Und die Kundalini Activation hat mich ähm, in die nächste Phase quasi gebracht, wo ich jetzt nochmal intensiver mit Armoring gearbeitet habe. Das war auch so ein Impuls aus dem Training heraus. Mhm. Ich habe auch mit Abhishek gearbeitet, der auch Teil des Trainings mit gementort hat. Und dann nochmal so ein bisschen ein paar andere Tools gelernt haben, die aber damit auch zusammenhängen oder weiter, vielleicht sind es weiterführende Praktiken, vielleicht kann man das so nennen, oder ergänzende. Ähm, und dadurch habe ich gemerkt, dass, und gleichzeitig habe ich aber auch mit Kundalini Activation weitergearbeitet und habe gemerkt, boah, krass, setzt so viel Potenzial frei, wenn ich an verschiedenen Schrauben drehe, meinen persönlichen Weg Mhm. finde, wie ich damit arbeite und ja, dann noch so Themen wie auf Ernährung achten, ne? Die gesamte Mhm. Lebensweise. Ähm, ja, und ich habe mich so viel ausgeglichener gefühlt danach, so viel Ja. mehr Kraft. Mein Nervensystem ist regulierter. Mhm. Natürlich kommen dann immer mal Phasen, wo es mal wieder anders ist und das ist auch wieder zyklusbedingt. Und dann denke ich mir wieder, ach, jetzt bin ich wieder 5 Schritte zurück. Aber wenn ich so mal rauszoome, merke ich schon, wie ich so im letzten Mhm. halben Jahr einfach viel mehr bei mir bin, mich irgendwie, wenn ich mich auf Fotos angucke, merke ich, sehe ich auch total krasse Unterschiede jetzt Mhm. in der letzten Woche im Vergleich zu von einem Dreivierteljahr oder so, wo es halt noch in einer ganz anderen Lebensphase war, aber die Kundalini Activation hat das halt alles begleitet und voll supportet und ja, irgendwie mir ist die ganze Zeit so das Wort Glow im Kopf. Ich habe das Gefühl, mehr zu glow, mehr zu strahlen. Mhm. Ähm, irgendwie viel mehr im Vertrauen zu sein und viel mehr im Fluss zu sein und viel mehr auf meine Intuition auch zu vertrauen, dass viel mehr Insights kommen und ich genau weiß, was ich will und wie es weitergeht in dem Moment, wo es an der richtigen Zeit ist. So auch wenn ich keinen Plan habe, was die nächsten Wochen passiert. Aber ich bin so im Vertrauen und immer für die nächsten Schritte kommt immer so viel Mhm. Klarheit. Und ja, ich glaube schon, dass der Kundalini Activation und das Training da auch einen großen Anteil mit hat, Mhm. dass ich so verbunden bin damit. Ja. Mhm. So schön zu hören. Ja, auch die ganze Entwicklung. Ne? Natürlich sind das immer mehrere Dinge, die zusammenkommen, die dich upliften. Ne? Und dass du ja diesen Weg gefunden hast ins Tantra und gemerkt hast, das Yoga, Kundalini, dass das alles so deine Mhm. Tools sind. Und was ich auch total schön finde, dieses, was du gesagt hast mit dem Radiance oder dem Glow. Willst du da noch ein bisschen mehr erzählen, wie du das empfindest? Also ich fühle mich selber viel wohler in meiner Haut. Ich fühle mich Mhm. attraktiver. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und bin so für mich einfach besser. So in meinem Oh, Körper voll alleine schön. und auch so ja, ich war auf einem Festival jetzt vor ein paar Wochen auf Teneriffa und da ging es auch ganz viel um Tantra und Mhm. Ecstatic Dance und ja, wie das Schicksal so spielt oder beziehungsweise wie, ne, man wird ja dann anziehender auch für Situationen und nicht nur für Menschen und dann hatte ich die Gelegenheit, ne, in einer Dance-Session mit so Co-Facilitäten, was ja auch die Basis ist von dem Kundalini Activation Training von euch und ähm, wow, davor und danach, ich war so wie in meiner pursten Essenz und war mit allen Menschen so verbunden und habe so viele schöne Kontakte ja, entstehen lassen. Und das war einfach, ich bin da geschwebt. Es war so, ich dachte, ich träume, was ist denn hier los? Und es hat tatsächlich auch noch einige Tage angehalten, dieses Gefühl von, ja, Leben ist einfach so schön, ich fließe da durch, alles passiert Mhm. für mich. Ich ziehe alles an, was zu mir gehört, was zu mir Mhm. soll. Und ja,
ich verbinde das auch so ganz viel mit Manifestieren, das halt wirklich das, was man in der Energie, in der man ist, dann zieht man halt auch wirklich das Richtige an. Und das habe ich da so richtig stark gespürt und halt auch nach dieser Session geben. Das war wow. Wow, damit resoniere ich Richtig. sehr. Mm. Richtig, richtig schön zu hören. Das ist halt so spannend für mich immer zu sehen. Also meine eigene Reise ja auch, aber auch mit meinen Klientinnen, die eine Initiation in Tantra und Kundalini bekommen, wie sich deren Energiefeld shiftet. Also bei Männern und bei Frauen. Wie sie plötzlich Mhm. spüren, dass sie anziehender sind, dass mehr irgendwie ein Strahlen da ist. Auch wenn der Körper eigentlich immer noch die Hülle immer noch dasselbe ist, aber das, was innen ist, hat eine andere Resonanz. Es wird anders wahrgenommen. Es kommen mehr Einladungen. Es ist mehr Attraktivität da. Und ich sehe den Unterschied zwischen Frauen und auch bei Männern. Die Augen, ob sie wach und klar sind. Mhm. Ob sie in Mhm. dem Moment gerade hier sind, ob sie angebunden sind. Durch welches Tool auch immer. Ich meine, es kann verschiedene Tools geben, aber ich habe definitiv es mit Tantra, Sexual Awakening und Kundalini gemerkt, dass das eben die Tools sind, die unfassbar wertvoll sind und helfen. Ja, so, so schön. Mhm. Mhm. Ja, Hm. so dankbar auch dafür. Das ist auch, ja, ich meine, hat ja auch nicht jeder die Möglichkeiten, so tief in diese Themen einzutauchen. Und Ja, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich mir das zum einen selber ermöglicht habe, aber zum zweiten natürlich auch super privilegiert bin, da reinzugehen. ja, Ähm, ja, richtig absolut. toll. Ja. Aber so, ich habe das Gefühl, das Leben jetzt richtig zu spüren, auch wenn das nicht heißt, dass man dann immer frei ist von Zweifeln und Hm. Traurigkeit, das kommt ja trotzdem, Ja. aber man durchlebt es irgendwie mit einem anderen Gefühl, mit einer anderen Awareness, so, Hm. okay, ich vertraue und das ist jetzt okay, dieses Gefühl, aber es wird auch wieder besser und ich weiß ja, was da ist, was mein Kern ist. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? ähm, ja, total schön auf dieser Reise auf jeden Fall zu sein. Hm. Mhm. Mhm. Ja, und das Thema Lebensenergie will ich nochmal reinbringen. Ich habe immer wieder auch von Menschen gehört, die regelmäßig Kundalini-Energie-Sessions bekommen haben oder sogar nur eine einzige Session. Einmal kam eine Klientin zu mir und meinte, Celia, ich fühle mich wieder lebendig. Ich hatte Mhm. nicht so, sie hat eigentlich angedeutet, dass sie eher in Depressiven ist oder eigentlich nicht so richtig im Leben ist. Und sie meinte, ich habe mich noch nie oder seit langem nicht so im Leben gefühlt wie jetzt. Ich fühle mich am Leben und ich habe Lust aufs Leben. Und das fand ich so schön. Gänsehaut gerade. Ja, Mhm. ja, Kann ich dieses total Lust aufs Leben. unterstreichen. Ja, Mhm. Ja, ja. So dieses wirklich lebendig fühlen und zu fühlen, was es ja, heißt, zu leben, das merke ich gerade voll. Vielleicht bringt das ist eine ganz gute Antwort auf die Frage, die du vor uns gestellt hast, was sich so verändert hat. So, ja. ja, viel mehr das Leben spüren. In allen Mhm. Facetten. Ja. Yay. Mhm. So schön zu hören. Ja, kraftvoll. Und vor allem das dann eben halt zu integrieren, ne? Also gerade deswegen finde ich das Training so schön, weil es supportet, dass die Teilnehmenden das wirklich in ihr Daily Life bringen können. Und es gibt so viele Angebote mit Peak Experiences, mit einem kurzen High-Gefühl und dann geht die Jagd nach diesen High-Gefühlen los. Und ich sehe, wie Workshops konsumiert werden, aber Leute gehen gar nicht mehr so tief in eine Schule, in ein Thema. Und Mhm. anstatt wirklich es einmal richtig zu integrieren ins Leben und dann zu haben, ich meine, diese Fähigkeit ist jetzt da, wir haben die in uns. Wenn wir auf ein Ecstatic Dance gehen, connecten wir uns direkt mit unserer Lebensenergie und haben ein ganz anderes Körpergefühl. Also ich merke Mhm. einen riesen Unterschied, wie ich mich bewege, wie ich tanze, wie ich fühle. Ja, es ist super schön. Ja, ich habe voll Lust, mal wieder tanzen zu gehen. Ja, Mich damit ja, zu verbinden. Ja. bald. Luisa kommt auch nach Mexiko. Mhm. Und wird assistieren in dem nächsten Training, was in Mexiko in Mazunte Mhm. stattfindet, Ende Februar. Und das wird, glaube ich, auch Oh. nochmal eine richtig spannende Journey für dich. Dann noch einmal alles zu durchleben. So ist es auch für mich ja. Ich habe das Tantra-Training, was ich ursprünglich gemacht habe, immer wieder wiederholt, weil ich immer wieder als Mhm. Assistentin reingegangen bin und dann irgendwann unterrichtet habe in dem Feld und dann ist es so gewachsen. Es ist einfach, ja, kraftvoll. Ja, ich merke halt voll, wie ich noch wirklich ganz am Anfang stehe.
und wie ich Lust habe, da wirklich mehr Basis zu schaffen, mehr Fundament und Mhm. ja, darauf aufbaut halt noch mehr zu Ja. wachsen. Und ja, ich freue mich total auf die gemeinsame Zeit in Mexiko. Yes. Ja, und danke für dein Vertrauen, dass du mich damit Hm. alles Ja. Thema. Mhm. Ich danke dir. Ja. Ich habe noch, ich würde gerne noch mal für dich für zum Ende hin hatte ich noch eine Frage. Ja, wem würdest du das Training empfehlen? Wem würdest du, ja, das Kundalini Activation Training empfehlen? Ich glaube, jede Person, ähm, die da irgendwie so einen Funken spürt oder eine Mhm. Neugierde hat und die, ja, oder so eine anhaltende Neugierde auch. So. Ja. Ähm, und dann auch komplett den Kopf ausmachen und nicht hinterfragen, warum jetzt die Neugierde da ist oder was will ich damit machen. Aber wenn dieser Funken entfacht würde und da irgendwas ist, wo Mhm. man mehr erfahren will, ich glaube, dann sollte man das schon machen. Was würdest du den Ja. Leuten sagen, die Zweifel haben, die irgendwie irgendeine Stimme im Kopf ist, kann ich das Investment machen, auch finanziell drüber nachdenken, ist es das wirklich wert? So da diese Zweifel haben. Ja, also Finanzen, das ist auch immer so ein Thema bei mir. Bin eigentlich in der Abundance, aber denke auch immer, ach nee, das kostet so viel, kann ich so viel Geld ausgeben? Und habe über die letzten Jahre dann auch einen besseren Umgang damit gefunden, halt diese Investition in mich selber. Und ich bin dadurch nicht arm geworden und habe so viel in Training die letzten Jahre investiert und in Ausbildung. Mhm. Ähm, genau, aber das muss jeder für sich selber herausfinden mit seinem Money-Mindset. Ähm, ja, wenn Zweifel da sind, einfach eine Session ausprobieren, was da passiert. Vielleicht in der Session die Frage mit reinnehmen. Wie soll ich nicht? Mit dir reden, mit Christina reden, austauschen. Und ich glaube halt, wenn dieser Samen einmal gesetzt ist, irgendwie und der dann nicht mehr weggeht, das heißt, man muss immer wieder drüber nachdenken, das Thema kommt immer wieder zu einem. Ich glaube, dann ist das schon ein klares Zeichen, dass man das machen sollte. Ja, aber natürlich auch jeden Zweifel angucken, ne? Die sind ja nicht, manche auch nicht ganz unberechtigt. Ja. Vielleicht nur, dass so eine fixe Idee ist und man vielleicht gar nicht bereit ist, das nicht offen dafür ist, das Leben irgendwie zu verändern oder nicht offen ist für ja, neue Erkenntnisse, was auch immer, dann vielleicht nochmal reinspüren. Aber Mhm. ja, ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie Momente finden, wo man ganz klar mit der Intuition verbunden ist und ein bisschen aus Ja. dem Kopf rauskommt und dann daraus eine Entscheidung treffen. Auf jeden Fall. Ja, und immer auch wieder im Herzen fühlen, ist es ein Investment in mich selbst? Und so habe ich auch immer meine Investments gefällt, dass ich gefühlt habe, dass es einfach für mich eine persönliche Entwicklung ist und dass es mir so gut tun wird. Und auch je höher ich mich getraut habe zu investieren, umso größer bin ich gewachsen. Und das war für mich einfach auch so Mhm. mindblowing zu sehen. Dieses Money-Mindset und diese Sorgen, in dieses Kleinmachen. Vielleicht ist es auch, ja auch irgendwelche Anteile, die ich noch in mir trage, das dann zu überwinden, Stück für Stück und abzugeben und so, nein, ich bin im Vertrauen und der Fluss ist da. Wenn ich etwas wieder rausgebe, dann kommt wieder Mhm. Abundance zurück. Ja. Definitiv. Mhm. Ja. Ja, das lerne ich gerade auch immer mehr, dass ich mir sage, okay, das gebe ich jetzt einmal aus, aber es kommt ja trotzdem wieder zurück. Und das ist Mhm. halt wie mit der Energie, auch im Körper oder im Energiefeld, dass es halt Ja. möglichst alles im Fließen bleiben sollte. Und wenn irgendwo was blockiert, dann fließt es halt nicht weiter und dann Mhm. Ja, ist da richtig. weniger Leben. Ja. Yes. Hm. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du teilen möchtest, was gerade noch für dich präsent ist? Mm, hm. Ja, ich fühle mich gerade richtig gut, bin voll dankbar, dass wir Hm. den Weg zusammengehen und auch Ja, dankbar, dass ihr ja. die Community da aufzieht mit Kundalini Activation, die Menschen zusammenbringt und ja, so viel Herz reingibt und ja, man wirklich, ich das total krass spüre, wie du auch auf deinem Weg, wie du Hm. ja da
den voll und ganz lebst und ganz authentisch da bist und das Mhm. voll embodiest und wirklich das deine pure Wahrheit ist, was du weitergibst. Dass es Hm. wirklich aus deinem Kern herauskommt und I richtig receive. toll. Ja, schafft auf jeden Fall Hm. sehr viel Vertrauen auch. Mhm. Ja, ich freue mich voll Hm. auf alles, was kommt. Also es ist bestimmt ganz groß. So schön zu hören. Danke, Luisa. Ja. Mhm. Ja, und was ich noch teilen möchte, bevor wir schließen, wir haben entschieden, das Interview diesmal auf Deutsch zu machen, auch wenn die meisten von meinen Angeboten ja auf Englisch sind. Aber das nächste Training in Deutschland, in Berlin, Anfang September, 3. bis 7. September, wird auf Deutsch sein. Das heißt, es wird das erste Mal die Möglichkeit geben, Kundalini Activation Training auf Deutsch mit Christina und mir zu haben. Und falls jemand Englischsprachiges bevorzugt, dann ist es eben noch in Massunte, jetzt Ende Februar 2016. 2026. Also wir haben jetzt alles zusammengefasst, was dieses Jahr ansteht für 2026, ja. Mhm. Ja, so krass, dass wir schon im neuen Jahr Ja, sind. auf jeden Fall. Ja. Hm, so schön, dich zu hören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn jetzt irgendwelche Fragen hier aufgekommen sind im Video, alle, die zuhören, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren. Das ist alles verlinkt. Ihr findet auch unter celiatara.com alle Infos über die Trainings. Celiatara zusammengeschrieben.com. Okay. Mhm. Danke, Luisa. Danke, Celia.